An einem frühen Frühlingsmorgen am Moselig erzeugt das sanfte Sonnenlicht, das sich auf dem dünnen Eis spiegelt, eine ungewöhnlich friedliche Szene. Thomas Heel nahm seine Angelrute und spazierte am Seeufer entlang, genoss die kühle Luft und den vertrauten Geruch von feuchtem Gras zu Beginn der Saison. Seine Gestalt verschmolz langsam mit der stillen Szene, ohne zu ahnen, dass ihn etwas erwarten würde, das sein Herz erschüttern würde. Als er sich dem klarsten Teil des Eises näherte, blieb er plötzlich stehen, weil er unter der gefrorenen Oberfläche eine verschwommene Gestalt sah. Er beugte sich dicht über das Eis, kniff die Augen zusammen, um genauer hinzusehen, und spürte sofort, wie ihm vor Entsetzen das Blut in den Adern gefror. Ein etwa einen Monat altes Leopardenbaby lag regungslos unter einer dünnen Eisschicht und sah aus, als hätte es den Lebensmut verloren. Seine Augen waren geschlossen, sein kleiner Körper steif, so dass Thomas dachte, es sei zu spät. Doch sein Instinkt sagte ihm, er solle genauer nachsehen, also legte er eine zitternde Hand auf das kalte Eis. Unter dem Eis sah er, wie sich ihr Bauch leicht hob und senkte, er war so klein und schwach, dass er kaum wahrnehmbar war. Thomas' Herz bebte, denn er wusste, dass dies die letzte Chance war, ein verzweifeltes Wesen zu retten. Er presste die Zähne zusammen, riss sich zusammen und beschloss, schnell zu handeln, bevor auch nur der letzte Rest Wärme verschwand. Thomas benutzte den Griff seiner Angelrute, um auf das dünne Eis zu schlagen und so Risse zu erzeugen, die sich wie Spinnweben ausbreiteten. Jeder Schlag ließ das Eis erzittern, doch er gab nicht auf und bahnte sich einen Weg zu den Jungen. Als der Eisspalt groß genug war, bückte er sich und schob mit den Händen die scharfen Stücke weg. Das kalte Wasser, das auf seine Haut traf, ließ ihn zittern, aber er weigerte sich aufzuhören, obwohl seine Hände taub waren. Schließlich beugte sich Thomas hinunter und hob den kleinen Körper vorsichtig aus dem Wasser. Das Junge war so schlaff wie ein verwelktes Blatt, sein Fell durchnässt und seine Körpertemperatur auf fast 0 gesunken. Thomas drückte es gegen seine Jacke und spürte, wie die Kälte in seinen Körper kroch. Mit einem Wollhandtuch wischte er die Wassertropfen von seinem Gesicht und suchte verzweifelt nach deutlicheren Lebenszeichen. Als seine Hand ihre Brust berührte, entfuhr ihm ein schwacher Atemzug, der ihn beinahe vor Erleichterung zum Weinen brachte. Thomas wickelte es in eine Decke und hielt es fest wie ein Baby, das Schutz vor dem kalten Spätsommerwind braucht. Ohne zu zögern, nahm er das Kind auf den Arm und rannte zu dem Lastwagen, der mehr als 100 Meter vom Seeufer entfernt geparkt war. Seine Füße knirschten auf dem zerbrochenen Eis hinter ihm, und sein Herz hämmerte vor unkontrollierbarer Angst. Im Auto angekommen, drehte er die Heizung voll auf und drückte den Leoparden zur zusätzlichen Wärme eng an seine Brust. Mit Höchstgeschwindigkeit fuhr er direkt zur White Pine Tierrettungsstation, die genau 10 Minuten entfernt lag. Sobald sich die Autotür öffnete, eilte Thomas in die Notaufnahme und hielt den schwachen, zitternden Leoparden fest in ein Handtuch gewickelt. Dr. Amelia Brooks sah die Szene und rannte sofort hinüber, ihre Augen voller Dringlichkeit und Entschlossenheit. Sie legte den Leoparden auf den Untersuchungstisch und war überrascht festzustellen, dass er immer noch einen sehr, sehr schwachen Atemrhythmus hatte. Amelia rief sofort die Mitarbeiter zusammen, um einen Inkubator und spezielle Notfallausrüstung für Tierbabys bereitzustellen. Sie brachten den Leoparden in einen Inkubator und schalteten die warme gelbe Wärmelampe ein, um seinen kleinen, zusammengerollten Körper zu bedecken. Thomas stand draußen vor dem durchsichtigen Glas, die Hände nervös ineinander verschränkt. Die Zeit verging langsam wie Stunden, doch seine Seele schwebte in der Schwebe mit jedem schwachen Atemzug des Leopardenjungen. Amelia kontrollierte ständig die Temperatur im Inkubator, um ihre schwere Unterkühlung zu behandeln. Mit der Zeit entspannte sich der Körper des Leoparden, er war nicht mehr so steif wie zu Beginn des Eindringens. Thomas bemerkte, wie der Schwanz leicht zuckte, woraufhin er hoffnungsvoll seufzte. Etwa eine Stunde später flatterten die Augenlider des Leoparden leicht und öffneten sich dann einen Spalt breit, als wolle er den Ort sehen, der ihm gerade das Leben gerettet hatte. Es herrschte einige Sekunden lang Stille im Raum, dann lächelte Amelia strahlend, denn sie wusste, dass sie die kritische Phase überstanden hatte. Sie nahm das kleine Fläschchen Milch, ließ es in sein Maul fallen, und der Leopard begann mit den ersten schwachen Schlucken zu trinken.
Thomas spürte ein Brennen in den Augen, als er zusah, wie das kleine Wesen jeden kostbaren Tropfen Milch verschlang. Nach ein paar Minuten bewegte sich der Leopard etwas energischer, seine kleinen Beine instinktiv angezogen. Amelia hob ihn hoch, wickelte ihn in ein frisches Handtuch und ging aus dem Inkubator, um mit Thomas zu sprechen. »Du hast es im richtigen Moment gerettet. Wäre es ein paar Minuten später gewesen, hätten wir nichts mehr tun können.« Thomas streckte die Hand aus und berührte sanft den Kopf des Leoparden, wobei er die neue Wärme spürte, die sich unter dem weichen Fell ausbreitete. »Es war so klein. Ich habe einfach das getan, was jeder tun sollte«, sagte er leise, aber voller Emotionen. In diesem Moment betraten zwei Ranger des Naturschutzgebiets Paradiese Regie, Lukas Carson und Mia Kessler, den Raum. Lukas schüttelte Thomas fest die Hand und dankte ihm dafür, dass er einen Leoparden gerettet hatte, der für die Gegend so wertvoll war. Mia beugte sich hinunter, um den Leoparden zu beobachten, und lächelte, als sie sah, wie er die Augen öffnete und sich neugierig umsah. Sie erklärte, dass sie es aufnehmen und in einer naturnahen Umgebung pflegen würden, bis es stark genug sei, um selbstständig leben zu können. Thomas nickte, denn er verstand, dass die Natur der Ort war, an den wilde Tiere wie er gehörten. Amelia gab den Leoparden an Mia zurück, damit Thomas sich von dem kleinen Geschöpf verabschieden konnte, das er gerade gerettet hatte. Der Leopard blickte ihn mit seinen großen runden Augen an, als erinnere er sich an die Wärme, die er ihm im Augenblick von Leben und Tod geschenkt hatte. Thomas streichelte sanft seinen Kopf und flüsterte: »Sei stark, Baby.« Mia trug den Leoparden aus der Notaufnahme, während Lukas sich noch einmal bei Thomas bedankte. Thomas stand da und beobachtete sie. Er empfand Erleichterung und Dankbarkeit darüber, dass alles gut ausgegangen war. Als das Rangerfahrzeug die Station verließ, lag der Leopard ruhig in seinem kleinen Inkubator, seine Ohren zuckten vor Neugier. Es wurde zur Paradiese Regie Rangerstation gebracht, die über ein großes Gehege verfügt, das eine wilde Umgebung simuliert. Die Ranger bereiteten einen großen, sauberen Bereich mit Kletterpflanzen, Felsen und Unterschlupfmöglichkeiten vor, damit das Tier seine Überlebensfähigkeiten üben konnte. Das Junge wurde in den Käfig gesetzt, es wirkte etwas ängstlich, aber seine Augen leuchteten viel heller als an jenem schicksalhaften Morgen. Am ersten Tag wurde es genau beobachtet und erhielt zusätzliche Milch, um die verlorene Energie wiederherzustellen. Nach und nach lernte es, auf niedrige Bäume zu klettern, mit seinen Krallen zu schwingen und Spielzeugblöcke zu beißen, die Beute simulierten. Lukas brachte ihm geduldig Selbstverteidigungsreflexe bei, während Mia es mit speziellen Übungen im Anschleichen unterwies. Es macht jeden Tag Fortschritte und verwandelt sich von einem schwachen Wesen in ein lebendiges und vitales Individuum. Thomas kommt gelegentlich vorbei, immer nur aus der Ferne, um die Beziehung nicht unnötig anhänglich zu gestalten. Er lächelte jedes Mal glücklich, wenn er sah, wie es stärker denn je den Ast hinaufsprang. An einem Spätsommernachmittag beschloss der Ranger, dass er geschickt genug sei, um in die Wildnis zurückzukehren. Die Käfigtür öffnete sich, und der Leopard warf ihnen einen Blick zu, bevor er in den weiten Wald rannte. Lukas schaute zu und war stolz darauf, zu der zweiten Lebensreise eines Menschen beigetragen zu haben, der einst am Rande der Verzweiflung gestanden hatte. Mia stand neben ihm und flüsterte: »Es wird ihm gut gehen. Da bin ich mir sicher.« Thomas tauchte erst am letzten Tag auf und stand in weiter Ferne, um zuzusehen, wie das Junge in der Weite des Waldes verschwand. Er lächelte voller innerem Frieden, im Wissen, dass diese schicksalhafte Begegnung dem Ganzen neues Leben eingehaucht hatte.